Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute für eine besondere Überraschung hat diese Ankündigung gesorgt. Und zwar war es zwar etwas, was ich persönlich gesagt hätte, eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber trotzdem kam es jetzt so ein bisschen out of nowhere. Vor allem, weil es halt einfach an einem random Dienstag angekündigt wurde, so voll ohne irgendwas einfach. Aber ja, Server Merge Announcement Totemia und Genesee, also die französischen Server basically, oder der französische Server basically, werden am 27. Februar miteinander fusioniert und gemerged. Dazu gibt es natürlich einige Fragen und Bedenken. Also zuerst mal, nach genauesten Überlegungen oder nach vorsichtigen Überlegungen haben sie die Entscheidung gemacht, Totemia und Genesee Server miteinander zu fusionieren. Das soll die insgesamte overall Gameplay Experience, also so, wie man das Spiel wahrnimmt, quasi verbessern und mehr Spieler miteinander connecten. Und das Ganze wird mit einer temporären Serverwartung für nur diese beiden Server am 27. Februar zwischen 5 und 9 Uhr UTC, also für 4 Stunden, dann eben stattfinden. Beide Server werden währenddessen natürlich nicht erreichbar sein, ist ja eh klar. Und alle anderen Server wird das Ganze aber nicht betreffen. Die sind ganz normal online. Und nach der Serverwartung wird der Totemia-Server wieder online sein. Und alle Genesee-Charakter werden auf dem Totemia-Server verfügbar sein. Und der Genesee-Server wird damit dann quasi verschwinden. Also basically Totemia frisst Genesee und wird dadurch dann einfach größer. Das sind so die Daten, die wir haben, die Fakten. Dann geht es natürlich darum, was jetzt genau mit den Sachen dann passiert auf den jeweiligen Servern. Da können wir uns jetzt mal so einen groben Überblick geben. Könnte ja für uns andere Server auch relevant sein. Oder für andere Server in der Zukunft könnte es ja auch relevant sein. Wird nicht der letzte Server-Merge bleiben. Oder wahrscheinlich zumindest. Was gleich bleiben wird, ist Inventar mit Penya, Items und alles drum und dran im Endeffekt. Couple Storage, Wardrobe, Gildenbank, PK-Stats, Unclaimed Items that were sent to Mail, also die Post, aktive Premium-Items, die vorher aktiviert wurden, Arena-Rankings, Secret Room-Rankings, Character- und Guild-Name-Conflicts, Genesee Characters with a name conflict will be renamed and will receive a Soul-Linked Scroll of Name Change on first Login. Guildmasters will receive Soul-Linked, bla 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 bla. Also im Endeffekt wird auch hier gesagt, Totemia ist der größere Server, der wichtigere Server. Deswegen haben Genesee-Charakter hier quasi einen Nachteil. Also echt so wie bei FEC, nur dass halt Genesee sozusagen FEC ist und Totemia ist quasi Totemia. Und also kann man irgendwo drüber streiten, ob das so fair ist oder so. Weil man könnte es bestimmt auch einfach danach machen, welcher Charakter zuerst existiert hat. Aber ist nicht meine Entscheidung. Deswegen, so ist es einfach. Der größere Server hat das Hausrecht, I guess. Dann Personal Housing, Couple Status, Couple Housing, Life Mastery Ranking, Pet Training. Genau. Achso, beim Life Mastery Ranking, Ranks from both servers will be combined into one new ranking system. Also im Endeffekt behält man einfach alles, was hier genannt wurde. Einzige Besonderheit hier mit den Character Name. Was entfernt wird, sind eigentlich hauptsächlich Gildensachen und ja, solche Weekly Titles und solche Sachen. Also eigentlich alles so Sachen, die sowieso nur einmal die Woche stattfinden, wenn man sich da irgendwie schon gerankt hat oder so. All das wird halt im Endeffekt entfernt. Und accountgebundene Achievements, das finde ich auch ein bisschen komisch. Die werden gemerged. Wenn ein Achievement auf beiden Servern existiert, wird der beste oder der größte Fortschritt quasi beibehalten. Finde ich irgendwie seltsam, weil beim FEC ist ja eigentlich so, dass es übernommen wird. Also beziehungsweise verbunden, also kombiniert wird quasi. Der beste Progress und der beste Progress werden miteinander kombiniert. Ich glaube eh kaum, dass es so viele Leute gibt, die auf Genesee und Totemia spielen. Also wahrscheinlich schon ein paar, keine Frage. Aber auch noch auf dem gleichen Account halt. Ist natürlich fraglich, ob das wirklich so ultra viele Leute betrifft. Und da muss ich ja ganz klar sagen, die meisten Achievements sind ja wirklich Monster-Achievements. Und ich meine, die sind eigentlich echt so irrelevant. Also ich meine, ob du jetzt von Level 3 auf Level 5 springst, weil du auf beiden Servern schon gespielt hast. Ich glaube kaum, dass sich da jemand wirklich drüber aufregen würde, dass es irgendwie unfair sei oder so. Kann ich mir sehr schwer vorstellen. Und was ganz interessant ist tatsächlich, ist noch dieser letzte Punkt. Was passiert, wenn der Account bereits 8 Charakter auf Totemia hat? Und jetzt aufgepasst, Totemia-Spieler, das ist extrem wichtig. Nach der Serverwartung
werden die Anzahl der Character-Slots von 8 auf 16 auf Totemia erhöht, sodass alle Charakter von beiden Servern verfügbar sein werden. Das bedeutet, ihr habt die einmalige Chance, wenn ihr auf Totemia spielt, eure maximalen Character-Slots von 8 auf 16 zu erhöhen. Was ihr machen müsst, ist im Endeffekt einfach 8 Charakter auf Totemia zu erstellen und 8 Charakter auf Genesee, also jetzt. Und dann habt ihr nach dem Merge 16 Slots pro Account, falls ihr das wollt. Aber ich sag mal, schlecht ist es sicherlich nicht. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und ja, also wollte ich euch nur mal sagen hier, das könnte für euch relevant sein. Oder sag ich mal, ist das Interessanteste für mich als Außenstehender auf jeden Fall. Genau. Und ja, und schreiben sie dann noch, dass sie sagen, also dass sie verstehen, dass so ein Server-Merge natürlich viele Bedenken mit sich bringt, aber sie probieren ihr Bestes daran, dass das Ganze reibungslos abläuft und bitten halt um Geduld und euren Support quasi dafür, dass es dann am Ende ein besserer Server für alle, größerer und besserer Server für alle Spieler wird. Und ja, das waren im Endeffekt alle unsere Infos, also eine ziemlich große Bombe, die sie heute haben platzen lassen. Natürlich nur für Totemia und Genesee Server Spieler. Alle anderen interessiert es natürlich überhaupt nicht. Grundsätzlich. Aber ja, gibt uns schon mal so einen Geschmack auf die Zukunft. Ich meine, es wurden ja schon mal 2 Server miteinander gemerged. Die beiden südamerikanischen Server, der portugiesische und der spanische, wo man festgestellt hat, dass weder Portugal noch Spanien bzw. spanisch sprechende Länder in Südamerika oder portugiesisch sprechende Länder in Südamerika eine groß genug Playerbase haben, um einen ganzen Server zu besetzen oder zu beleben. Und selbst zusammen gemerged ist der Server eigentlich immer noch ziemlich tot. Also auch da spielt jetzt immer noch keiner. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Server, auch neben dem französischen Server, die eigentlich einen Server-Merge vertragen könnten. Bei anderen Servern ist es halt ein bisschen schwieriger, weil die halt nicht in der gleichen Region sind. Totemia ist ja quasi Europa. Frankreich und Europa ist ja eigentlich ziemlich klein, also geografisch gesehen. Oder verhältnismäßig klein. Von dem her hast du da jetzt nicht so einen großen Konflikt, weil es im Endeffekt egal ist, ob du jetzt auf dem EU-Server spielst, auf dem französischen oder auf dem deutschen. Das ist mehr oder weniger das Gleiche. Es gibt kaum einen Unterschied. Für Leute, die halt in Europa wohnen. Vom Ping her und so ist es nahezu identisch. Aber bei anderen Ländern hast du halt das Problem, dass es entweder komplett andere Kontinente sind, also zum Beispiel Südamerika, Nordamerika. Ich meine, wenn du ganz unten in Argentinien wohnst und ganz oben in Alaska, ich meine, das ist dann natürlich schon ziemlich krass, dass das auf einem Server dann ist. Da gibt es dann natürlich schon entsprechende Konflikte. Und das gleiche natürlich auch in Asien. Ich meine, Asien ist riesig und so, also das sind auch solche Probleme. Sowas hast du jetzt in Europa halt eher weniger, weil es halt einfach viel kleiner ist. Und ja, aber auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, habe ich jetzt persönlich nicht mit gerechnet, dass heute sowas gepostet wird. Aber für Spurudeng-Spieler, für die meisten Spieler irrelevant. Selbst für Totemia-Spieler eigentlich irrelevant, weil für Totemia-Spieler ändert sich ja offensichtlich nichts. Man behält sogar alle seinen Namen und so weiter. Man hat halt nur die Gelegenheit, seine Account-Slots von 8 auf 16 zu erhöhen, falls man das möchte. Und ansonsten wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Und ja, bin mal gespannt auf jeden Fall, ob da noch weitere Server-Merges dieses Jahr passieren oder ob das jetzt der einzige bleibt. Wie gesagt, könnte nicht sein. Gibt natürlich Gründe für und dagegen. Und was natürlich ein bisschen blöd ist für Burudeng, also was jetzt den sag ich mal, Gedanken angeht, hier zwischen Burudeng und Totemia, der doch immer im Raum steht, ist tatsächlich so, dass Totemia damit jetzt natürlich nochmal einen großen Vorteil bekommt, weil der Genesee-Server ist zwar relativ schwach belebt oder viele würden vielleicht sogar fast sagen, fast tot, weil so schlimm ist es nicht, weil letztens erst online, habe mir alle Server angeschaut, ich meine, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, aber es ist natürlich deutlich weniger los, keine Frage, aber egal wie viel dort los ist, das wird jetzt auf Totemia stattfinden und damit wird Totemia wachsen und sei es nur um 10 oder 20%, 20% wäre wahrscheinlich schon fast ein bisschen viel, aber seien es nur 10%, ist natürlich ein kleiner Vorteil hier im Konkurrenzkampf gegen Burudeng. Also, ja. Das heißt quasi Deutschland gegen ganz Europa, mehr oder weniger. Diesmal dann wirklich. Egal, ich schweife ab. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Und schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Tägliche Flive Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.